Neukunden sind großartig, wiederkehrende Kunden sind umso besser. Hierzu zählt auch oft eine gute Weinauswahl. Dazu möchten wir heute mit unserem Interviewgast Roland vom Restaurant Umami sprechen. Roland, hey, hallo wie geht mein es Lieber. dir? Schön, dich zu Sehr sehen. gut, schön, dass du da bist. Roland, kannst du dich mal kurz vorstellen, was macht ihr, was ist euer Konzept hier? Ja, ich bin der Roland Brenneis, mache hier das Restaurant Umami Klein und Fein. Seit 2019 haben wir aufgemacht, am 8.8. Wir sind jetzt 3 Jahre hier und wir machen Tapas. Tapas, kleine, feine Küche, aber nicht die typische Tapas-Küche, sondern international. Also bei mir kriegt man wirklich kleine Gerichte, ein Wiener Schnitzel zum Beispiel auch, aber in kleinem Format. Und das ist das alles drumherum, was wir haben. Kleine Sachen, feine Sachen, gute Weine, nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, du legst sehr viel Wert auf eine gute Weinauswahl. Stammkunden sind dir sehr, sehr wichtig. Ja? Lass uns gleich mal starten. Magst du mal zeigen, was hast du an Weinauswahl? Ja, wie gesagt, wir haben 2 sehr große Klimaschränke. Geradeaus haben wir für unsere Weißweine, Champagner und Schnäpse alles. Und auf der rechten Seite haben wir für die reinen Rotweine drinnen. Wir sind international angehaucht. Wir haben aus den neuen Ländern, wir haben Deutschland, wir haben Italien, Österreich. Alles querbeet. Für jeden Kunden ist etwas dabei, was für mich ganz wichtig ist. Und viele Fragen sind natürlich auch, da ist ja Österreicher, warum hat er vielleicht nicht mehr österreichische Weine? Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste, weil wir leben in Deutschland und da sind die deutschen Weine für mich natürlich primär sehr wichtig. Bei den Rotweinen sieht es genauso aus, da sind wir auch sehr breit aufgestellt. Es ist jetzt die Zeit, das ist natürlich jetzt mein Lieblingsthema. Und klar ist es dann so, dass wir hier hinter uns meine kleine, feine Bar haben. Wie wichtig ist dir eine gute Weinauswahl? Sehr wichtig, ganz, ganz wichtig, weil guter Wein ist wichtig für gutes Essen. Muss eine Harmonie stimmen. Es ist wie eine Verlobung, eine Vermählung zwischen Essen und Wein. Das ist immer ganz wichtig, dass man einen guten Wein hat, dass man sich wohlfühlt, einfach geborgen fühlt. Und das ist es, nicht mehr und nicht weniger. Das sind ganz kleine Punkte nur. Das Essen muss gut sein, die Atmosphäre muss gut sein und dann der Wein. Man merkt sofort Atmosphäre, es fühlt sich an wie im Wohnzimmer zu Hause. Zeigt ein bisschen was, wenn ich darf. Ja, gern. Wenn man sieht, dann ist ja schon die Küche, wir haben einen offenen Küchenbereich. Hier unten ist sie auch ein bisschen kleiner, das sieht man ja auch. Und von der Architektur ist sie auch sehr, sehr speziell. Wir gehen dann hier oben in die Galerie hoch. Und du hast auch immer, fast an allen oder so gut wie alle Tischen eigentlich Tagesempfehlungen, ne? Das ist auch ganz wichtig, weil wir regional sehr, sehr gebunden sind und weil wir auch regionale Produkte haben. Das ist natürlich, für sowas stehen wir auch, weil wir holen alles frisch, wir kochen frisch. Darum sind die Abendkarten, sage ich mal ganz gerne, sehr, sehr wichtig für mich. Und wir wechseln die immer, wir haben auch einen Fisch der Woche, der wird jede Woche gewechselt. Das sind so Highlights und das sind so Gerichte, die natürlich auch Kunden binden. Hast du spezielle Maßnahmen, wo du sagen würdest, hey, das sind Kundenbindungsmaßnahmen, die sind sehr effektiv? Naja, Kundenbindungen ist für mich schon wichtig, weil wir natürlich auch viele Stammgäste haben. Das baut sich heute alles auf. Wir sind in einer Region, da geht es nur um Stammgäste. Das ist wichtig, weil wir wollen ja grundlegend das beste Restaurant in der Region sein. Darum baue ich mich auf für Kunden, die immer wieder zu mir kommen. Und wir machen viele Veranstaltungen. Gerade jetzt morgen haben wir unser Martinsgans-Essen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil da gibt es auch begleitende Weine dazu. Das ist natürlich dann auch wieder eine sehr, sehr schöne Sache. Wir machen viele Weinabende. Wir haben dieses Jahr ein Weingut aus Sizilien da, Donna Focata. Das kommt zu uns und stellt die neuen Weine vor. Und das ist dann auch prägend. Und die Leute lieben solche Sachen, Veranstaltungen bei mir. Das ist sehr wichtig. Kundenveranstaltungen in der Richtung, von Champagner etc. Nur solche Dinge. Und das lieben die Leute, weil die wollen abgeholt werden. Ich stelle es mir auch schön vor, es ist schön für die Stammkunden, aber auch für Gastronomen, dass du sagst, hey, das ist ein Laden, da gehe ich hin, da lerne ich auch was. Definitiv, sage ich mal so, man lernt, ich sage mal so, Lernen ist so die eine Sache, weil jeder hat so eine eigene Idee von Gastronomie. Ich bin der Meinung, das, was wir machen, ist sehr speziell, weil es sehr kundenorientiert ist. Und ich bin halt auch ein Mensch, ich will meine Stammgäste bei mir haben und ich habe auch einen persönlichen Kontakt zu sie. Und das ist halt für mich das
um und auf. Die anderen Kollegen machen das vielleicht ein bisschen anders. Ich bin halt sehr intensiv mit meinen Kunden zusammen und bemühe mich in der Richtung. Ich habe mir sagen lassen, dass du geheime Katakomben hast. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt runter und dann zeige ich dir wirklich was Tolles. Okay, großartig. Roland, Ja. was ich dich noch fragen wollte. Bitte. Wie gehst du um mit dem Thema Reklamation beim Wein? Ja, Kunde probiert den Wein, Ja, schmeckt ihm ja. nicht, er korkt. Ja, wie man halt, ich sag mal so, als alter Hautigen umgehen soll. Man muss das akzeptieren. Punkt ist es so, es passiert sehr selten bei mir, weil ich immer meine Weine aufmache vorher. Das ist mir ganz wichtig, weil ich habe viele Korkweine, die probiere ich vorher immer. Das ist ganz wichtig, es muss so sein. Es kann immer mal sein, dass einer korkt, aber so weit will ich es gar nicht kommen lassen, weil ich ja als ersten Wein probiere. Es kann immer nach einer gewissen Zeit, kann sich den Wein immer anders entwickeln, das passiert. Dann ist es aber ganz normal, dass ich den Wein zurückgebe und dann macht man eine neue Flasche auf. Ganz normal. Und du kriegst sie dir ersetzt oder Definitiv. spielt das in der Hinsicht keine Rolle? Die bekomme ich ersetzt. Das ist das Schöne, mit einem Weinhändler zu haben, der dann auch das akzeptiert auch. Cool. Ja. Bitte, schauen wir weiter. So, mein Lieber, herein in die gute Stube. Ah, fängt schon mal gut an, ne? Ja, Schöne Schneidemaschine. ja, das ist auch ein Grund, warum die hier bei mir drinnen steht im Weinkeller. Schöne Weinauswahl, Großflaschen, Ja. Doppel Magnum. Hat Ja, auch einen Welt. Grund, ja. Es ist schon so ein Bestandteil dieses Weinkeller, warum Magnums und Großflaschen hier drinnen stehen. Roland, sag mal, Ja. Gast hat jetzt oben schönes Abendessen gehabt, hat gut konsumiert, tolle Stammgäste. Ja. Sagt, er möchte jetzt gerne mit seiner Frau, mit den Freunden hier noch, gibt sich ja auch top, schöne Käseplatte haben, eine Flasche Wein. Wie sieht's aus? Also immer wieder gerne. Klar ist es so, dass dieser Raum natürlich, weil es ein privater Weinkeller ist, auch immer sehr oft gebucht wird. Das ist halt schon so und das ist auch das gewisse Highlight hier bei uns im Mami, aber sonst immer wieder gerne. Also es gibt nichts Schöneres, als hier unten sitzen mit Freunden, einfach wirklich einen schönen Wein zu trinken und auch ein bisschen was naschen. Also ja, sehr, sehr gerne so. Vielen Dank, Roland. Sehr, sehr gerne. Roland, wir haben noch eine wichtige Frage. Was empfiehlst du den Gastrokollegen da draußen für Kundenbindung? Was für einen Tipp hast du? Ja, das ist ein sehr heikles Thema, sage ich mal ganz ehrlich, weil alle wissen nicht richtig, wie sie es machen. Aber ich bin der Meinung, man muss ehrlich sein zum Kunden. Man muss immer ein offenes Ohr haben für die Kunden. Die Qualität ist das Um und Auf eines Restaurants. Das macht es viel leichter für die Gäste. Und seid einfach so, wie ihr seid. Ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr einfach, geradlinig und das war es eigentlich. Nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank heute für die Einblicke. Danke auch für diese großartige Tour. Sehr, sehr War gerne. sehr, sehr schön. Sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr auch mit dabei wart. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal und bis bald. Macht's das gut.